Der hat immer so ewig gebraucht. Naked Premiere, okay, das klingt komisch. Wenn auch du eine Doppel kaufen wolltest, abonniere uns und du erfährst, ob wir einfach nur Schrott sind. So, servus Leute. Hallo. Sie sehen einen wunderbar gut gelaunten Micha an einem wunderschönen Samstagmorgen. An einem wunderschönen Auto. Ach ja, das ist cool. Und es ist mal wieder bestes Wetter. Und was macht man bei so einem schönen Wetter? Gegebenermaßen. Moped fahren. Und was macht man, wenn man kein Moped hat? Man holt sich ein Moped. Aber dummerweise nicht das eigene, sondern ein Ersatzbike. Yeah. Welches wir von unserem BMW-Händler gestellt bekommen. Ich warte mal kurz, bis Vanessa gestorben ist. Entschuldigung. Corona. Bist du am Start? Am Schlüssel? Corona-Ohrenflieg. Ja, toll. Wie ihr alle wisst, hat die Doppel-R Motorschaden erlitten, als ich mit ihr auf der Autobahn war und diese unfassbar schnelle Geschwindigkeit von 280 gedrückt habe, die natürlich zu viel ist für so eine Supersportler, die eigentlich 310 fahren sollte. 306 ist eingetragen. Klugscheißer! 306 ist eingetragen. Motorschaden, dann haben wir sie zu BMW gebracht. Die haben mir ohne irgendwelche Diskussion sofort einen Ersatzbike gestellt, aber da ich das die Woche über nicht brauchte, holen wir das erst heute am Samstag ab. Ja. Und willst du schon verraten, was es wird? Hat's zufällig ein Windschild? Hat's Verkleidung? Eine Gixxer. Nein, die hätte ich nicht genommen. Dann lieber Fahrrad fahren. Dann lieber Fahrrad fahren. Ist auch zuverlässiger. Das sagt einer, der eine Doppel-R fährt. Du brauchst es gar nicht mehr sagen. Das ist vorbei, das konnte ich sagen, wo ich Yamaha gefahren bin. Es ist eine ZX auch nicht. Was ist es? Achso, eine S1000R, also mit einem R weniger. Das alte Modell natürlich, weil die neue noch nicht draußen ist. Ich bin aufgeregt und gespannt, wie sich die Kiste fährt. Also da freue ich mich schon ein bisschen drauf, dass ich die jetzt fahren kann. Ja, ich bin auch voll gespannt. Ihr habt uns ja unter dem letzten Video ganz oft gefragt, dass wir euch auf dem Laufenden halten sollen. Das machen wir jetzt mit dem Video. Ja, was gibt's denn Neues? Hat der Händler schon irgendwas gesagt? Am Montag war gleich zufälligerweise ein Gutachter oder irgendjemand aus dem Werk bei meinem BMW-Händler, weil der gerade zufällig auch in Berlin war. Der ist also vor Ort gekommen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, okay, Motorschaden ist kaputt. Ist aber nichts Typisches, nichts Bekanntes. Wahrscheinlich ein Materialfehler. Aber eben keiner, der irgendwie aufgrund Produktionsketten oder sowas zu tun hat. Das war wahrscheinlich einfach nur richtig beschissen gelaufen. Wir haben ein paar aufmerksame Zuschauer gehabt, die haben im Video auch genau gehört, wann der Motorschaden entstanden ist. Alter, ihr habt so heftig analysiert, ey, so mit Minuten- und Sekundenangabe und hier hört man das und so. Ganz schön beeindruckend, was es für Leute gibt. Mann. War aber auch deutlich zu hören. Aber auf dem Moped war das leider nicht zu hören, weil der Wind einfach so fucking laut war. Ja. Ich habe nichts gehört. Ich habe ganz zum Schluss, bevor sie auch dann kaputt ging, gehört, dass sich irgendwas geändert hatte. Deswegen bin ich auch nicht so schnell gefahren, sondern ich glaube bloß 240, glaube ich, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Knapp 240, 250 bin ich nur gefahren und dann habe ich schon gemerkt, okay, da ist irgendwas. Und dann habe ich ja ein bisschen Gas weggenommen und in dem Moment ist auch der Motor ausgegangen. Also es war wirklich wahrscheinlich gerade den perfekten Moment abgepasst. Ich bin auch ganz froh, dass ich den Motor komplett zerstört habe, weil irgendjemand hatte geschrieben von wegen spätestens hier, ach nee, das war im Forum, da hatte ich das auch nochmal gepostet, da hatte irgendjemand geschrieben, spätestens hier hätte man den Motor ausmachen müssen. Bin ich aber ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil dann hätte BMW irgendwie noch vielleicht angefangen, mir den Motor zu zerlegen und zu reparieren, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kriege jetzt nämlich einen kompletten neuen Motor, der ist gerade in der Produktion oder vielleicht auch schon fertig, also der wurde Montag angestoßen in der Produktion, der wird extra für mich gefertigt. Nein, die hatten halt keinen Motor vorrätig, deswegen kriege ich einen komplett neuen Motor, was ich ganz cool finde, weil alle Fehler, die irgendwo bekannt waren, werden dann natürlich auch im laufenden Betrieb ausgebessert. Ja. Und einen neuen Hinterreifen gibt's. Und einen neuen Hinterreifen kriege ich, weil der hatte ziemlich gelitten, wir wissen noch nicht genau warum. Also ein Teil wird natürlich die lange hohe Geschwindigkeit sein, da leidet so ein Hinterreifen auf der Autobahn ja immer ein bisschen, aber der hatte schon so Erscheinungen, als ob er zu heiß wurde und ich glaube, dass es eventuell, ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht kann uns da ja Metzler mal was zu sagen. Ja, wie kann das passieren, dass so ein bisschen Öl auf dem Reifen den Reifen zerstört? Nein, wir wissen nicht, woran es lag, aber das hätte uns mal interessiert. Wir haben jetzt leider auch kein Bild vom Reifen so genau gemacht, wo man es richtig gut gesehen hat. Ja. Auf der Lauffläche auf jeden Fall hat sich der Reifen abgelöst, wie man es von der Rennstrecke kennt, wenn man in Schräglage Vollgas gibt oder der Reifen richtig heiß ist. Das sah dann so aus, nur eben, dass es über die gesamte Lauffläche und richtig lange Streifen waren.
Keine Ahnung, ob das irgendwas mit der Flüssigkeit, die da noch drauf gekommen ist und dann in Verbindung, dass der Reifen sehr heiß war, zu tun hatte. Wenn jemand eine Idee hat, kann er das gerne mal runterschreiben, das würde mich mal interessieren. Weil beim ersten Stopp an der Autobahnraststätte, wo ich geguckt habe, ob die Technik noch in Ordnung ist, war der Reifen noch komplett in Ordnung. Und da bin ich ja auch schon kurz 270, glaube ich, gefahren laut Video. Das ist der Stand. Der Kfz-Meister, der Motorradmeister da bei BMW meinte sofort, okay, Pleuel. Also hat sich das Loch angeguckt, meinte oberes Pleuel. Mir wurde jetzt gesagt, dass es kein oberes Pleuel gibt. Also es war wohl das obere Pleuellager oder Auge oder wie auch immer, was zerplatzt ist. Weswegen auch nur ein kleines Loch entstanden ist, weil wenn das Pleuel abreißt, dreht sich das ja noch oder ist ja noch irgendwie mit Schwung drin und dann hat man so längliche Risse oder Löcher im Motor, habe ich jetzt gelernt. Vorne links. Vorne links. Vorne links. Da also. Navi sagt an. Links. Genau. Und da hatte ich quasi noch Glück gehabt, dass es nur so ein Schaden war, sonst wäre noch mehr kaputt gegangen und deutlich mehr Flüssigkeit ausgelaufen. Ja. Ihr hattet analysiert, einige haben gefragt, ob das Moped vielleicht noch nicht eingefahren war, weil ich meinte, das Moped ist jetzt eingefahren. Einige sind davon ausgegangen, dass ich gerade meine 1000 runter hatte. Das stimmte nicht. Ich habe schon fast 3000 auf der Uhr gehabt und ich bin die Kiste akribisch genau eingefahren. Noch, also mit weniger Drehzahl losgelegt, als es laut Handbuch und Händler gefordert war. Und danach auch noch und danach auch noch ganz smooth gefahren. Ich habe sie wirklich langsam gesteigert. Dazu mache ich aber noch ein Video, beziehungsweise habe ich schon abgedreht, muss bloß noch geschnitten werden. Ja, da kam was Unverhofftes dazwischen. Eigentlich sollte das Video nämlich zuerst kommen, aber ihr hattet so viel Interesse an dem Motorschaden, deswegen haben wir das Video zuerst gebracht. Genau, aber jetzt zum Thema nochmal zurück. Viele haben auch gefordert, so von wegen, gibt die Kiste zurück. Das kann man machen, wenn der Händler sich dazu bereit erklärt. Das wird er aber im ersten Fall nicht, weil wer sich ein bisschen die Gesetze durchliest, weiß, dass man nicht einfach so ein Recht hat, ein Fahrzeug zurückzugeben, sondern der Hersteller, Händler muss erstmal ausbessern und im Prinzip erst nach dem dritten Motorschaden dürfte ich die Kiste zurückgeben. Ich bin mir sicher, dass es auch früher geht. Keine Ahnung, wenn jetzt nochmal irgendwas anderes ist oder der Motor nochmal kaputt geht, dann glaube ich, habe ich ganz gute Chancen. Aber beim ersten Schaden, bei der ersten Macke, no way. Ich war auch mega angefressen, aber mittlerweile ist dieses Angefressen ein bisschen verflogen. Die Tatsache, dass ich jetzt einen neuen Motor kriege, bedeutet ja auch, ich habe eine neue Ölpumpe, eine neue Wasserpumpe, die ist ja alles im Motor mit drin. Ich kriege ein neues Getriebe. Also diese gesamte Einheit, dieses komplette Konstrukt ist jetzt komplett neu beim Moped. Also im Prinzip das Herzstück, alles. Da ist nichts mehr dran, was kaputt gehen kann, was noch am Bike geblieben ist. Außer die Elektronik. Also da war halt nichts. Also alles, was irgendwie was abbekommen hat oder eventuell mit drin hängt oder was im Motor verbaut ist, wird jetzt gewechselt. Und dementsprechend bin ich da nicht mehr so mega angefressen drüber. Also schon, dass es passiert ist, weil da hätte auch ganz was anderes passieren können. Das haben übrigens alle gesagt und auch, wie gut ich reagiert habe. Also danke dafür. Ja, da hat er sich drüber gefreut. Ich habe mich drüber gefreut, weil ich es gar nicht so gesehen habe. Also klar hätte irgendwas passieren können. Aber ich habe das gar nicht so gesehen, dass da, also ich hatte es nicht so auf dem Schirm, wie krass gefährlich das ist oder dass ich da gut reagiert habe. Wahrscheinlich habe ich wirklich genau im richtigen Moment das Gas weggenommen und die Kupplung gezogen. Ja, danke dafür, also auch für eure super lieben Kommentare. Da hatten echt sehr viele Leute Mitgefühl gezeigt. Ja, das war total süß. Ihr Süßis. Im Prinzip holen wir jetzt hier ab. Ja. Dann zeigen wir euch die nochmal kurz. Und dann bringen wir bestimmt auch noch einen kurzen Fahr- oder Testbericht von der im nächsten Video dann. Ja. Sonst wird es nämlich zu lang und versahen. Wann bekommst du die Kiste wieder? Genau, Montag war ich bei BMW und da meinte der Meister, dass der Motor jetzt gebaut wird und die werden circa eine Woche brauchen dafür, bis sie den Motor haben. Also wahrscheinlich kriegen sie den Motor jetzt nächste Woche, Anfang nächster Woche. Ja. Laut Plan, vielleicht haben sie den schon, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn es laut Plan alles geht, dann kriege ich den Anfang nächster Woche und er meinte, er braucht so eigentlich nur ein paar Stunden, um den einzubauen. Das dauert wohl nicht allzu lange. Also es könnte gut sein, dass die Kiste nächste Woche schon fertig wird. Und er meinte halt, hey, Motor, den wechseln wir komplett. Da überlegt er gar nicht. Der macht den Motor nicht einmal auf, der Händler jetzt selber. Ja. Den schicken die zu BMW ein und die gucken wahrscheinlich rein, was jetzt genau kaputt gegangen ist. Aber er selber öffnet den Motor gar nicht, meint er. Die Arbeit wird ihm weder bezahlt, noch hat es irgendwelchen Mehrwert. Ja, ist unwirtschaftlich. Genau, es wird einfach unwirtschaftlich. Der Motor wird eingeschickt, die kriegt einen neuen Motor. Und damit basta. Meint der Hinterreifen kriege ich natürlich auch neu. Was neben den Reifen noch dazu kam übrigens unter dem neuen Motor, ist natürlich die erste Einfahrkontrolle. Die ist jetzt auch gratis mit dabei. Ja gut, aber das ist irgendwie selbstverständlich. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber man hätte ja auch sagen können, gut, du hast jetzt wieder einen neuen Motor, du hast ja im Prinzip jetzt wieder ein neues Bike. Aber im Prinzip kostet mich auch dieses Einfahren Geld. Ne? Ich kann nicht so fahren, wie ich es gerne wollen würde. Und na, eigentlich sparst du Geld, weil wegen Sprit sparen und so. Aha.
Es sah aber nicht so aus. Nee, ich finde die Einfahrkontrolle, nein, die erste Inspektion, also die erste, zweite Inspektion. Einfahrkontrolle heißt die schon. Einfahrkontrolle. Ja. Das ist irgendwie selbstverständlich, dass die gratis ist, so. Aber Eigentlich schon. keine Ahnung, wie da die rechtliche Lage ist, ehrlich gesagt. Weil du hast die ja nicht von dir aus quasi freiwillig nochmal in Anspruch genommen. Stimmt. Der Händler von den Motorrädern hier, der da mit drin ist, der hatte mir aber sofort die R auch über die Feiertage jetzt, über Herrentag gesichert. Also meinte halt, damit ich mobil bleibe, wenn sie früher fertig ist, tauschen wir natürlich früher wieder zurück. Aber das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, dass er von sich aus gleich gesagt hat, dann nimm sie so lange, bis die fertig ist. Und weil du hast ja erstmal gar keinen Anspruch auf einen Ersatzbike. genau, hätte ich nämlich eigentlich gar nicht. Deswegen finde ich es ganz cool. Ich versuche natürlich noch ein bisschen was rauszuschlagen. Vielleicht gibt es ja irgendein Ersatzteil noch dazu, was ich mir hätte holen wollen. Muss ich mal gucken. Ja. Aber auch da habe ich halt keinen Anspruch drauf. Genau, ne? entweder sie sagen ja oder nicht und dann kannst du halt auch nichts machen. Du kannst dich wie ein Kleinkind auf den Boden werfen oder auf den Boden hämmern und ich will aber wird wahrscheinlich nichts bringen. Genau. Entweder die sind kulant oder nicht. Na, und die machen die Kiste komplett sauber, weil die ist ja voller Öl überall. Das halte ich tatsächlich für selbstverständlich, weil wenn die mir jetzt kommen von wegen, ja, es ist ja jetzt hier Schmutz und so, das kann nicht sein. Also wenn ich die Kiste, ich habe die jeden Tag geputzt, also wirklich, die ist ja neu, da putzt man so ein Bike nochmal jeden Tag. Ja Mann, das hat so genervt, der hat immer so ewig gebraucht. Und dann hat mich der andere Typ von den Neuwagen angerufen und meint, er hätte die R für mich reserviert. Ab jetzt Samstag, weil ich sie erst ab heute brauchte, ich hätte sie schon ab Freitag kriegen können, bis ich meine Doppel-R wieder kriege. Das ist quasi eine Premiere. Ihr seht zum ersten Mal auf unserem Kanal irgendwie so ein, wie nennt man die? Coole Biker. Nee, das ist Premiere. das ist nicht ein Supersportler, sondern Naked. Naked. Ja, eine Naked-Premiere. Okay, das klingt komisch. Aber ihr seht zum ersten Mal auf unserem Kanal, wie wir eine Naked Motorrad fahren. Hör auf. Weg. Ich hoffe, dass ich mich nicht in die R verliebe. Na, unwahrscheinlich. Das wäre sehr scheiße. Wobei, bei deinem Alter? Okay, jetzt reicht's. Raus. Müssen wir wieder den Knopf ein... Oh. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, weil wir sind unfassbar toll. Wenn auch du eine Doppel-R kaufen wolltest, abonniere uns und du erfährst, ob sich das lohnt oder ob die einfach nur Schrott sind. Das Habe ich aber einen ausgedrückt, oder? Ja, so machen wir das. Ja, so machen wir das. Ihr abonniert und wir liefern. Das ist ein Deal, ne? 20.000 Stunden dieses Video. Das ist echt so. Wir cutten das ganze Unwichtige raus, also immer wenn Vanessa geredet hat. Wir haben erst gestern gelernt, dass ein Video mindestens 10 Minuten lang sein muss, um ein zweites Mal Werbung zu schalten. Weißt du, in weiser Voraussicht, dann ballern wir euch mit Werbung zu, Alter. So wie andere. Wir wollen dir keinen guten Namen nennen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Guck auf die Straße. Okay, ich mach jetzt aus, das wird noch Quatsch.